Das sind die Sommerrollen 1.1, die erste. Mit Simi und Nanette. Heute wird sommerlich. Wir machen Sommerrollen. Und zwar machen wir eine kleinere Variante und wir füllen die ein bisschen anders, wie man es vielleicht üblicherweise kennt. Und ja, einen Dip gibt es auch noch dazu. Und dann würde ich sagen, starten wir mit unserem sommerlichen Gericht an diesem heißen Tag. Los geht's! Wir verwenden heute Limette, Reispapier, Reisnudeln, gemörserte Erdnüsse, Sesamöl. Hier haben wir Garnelen, Fischsoße, Sprossen, Salat, Karotten, eine Gurke, Minze, Koriander und hier noch ganz verschiedene Kräuter. Und zwar ist es einmal Thai-Basilikum, Minze und Melisse. Wir machen eine Füllung. Ja, bei der vermischen wir einfach alles, was wir an Zutaten verwenden. Also ich habe hier schon mal 2 Karotten, die müssen wir jetzt schälen und raspeln. Wir raspeln die jetzt fein, weil wir machen ja eine Füllung für unsere Sommerrollen, also für unser Reispapier. Und dann sollte schon alles schön fein sein, damit man es auch wirklich schön portionieren kann. Schneid dich nicht. Au! Das war nicht gut. Nein! Schwitzt du? Aua! Ich wusste, es wird irgendwann passieren, ja. Auch noch der Finger. Es geht weiter. Ich verwende hier jetzt noch Sojasprossen für die Füllung. Die würde ich auch einfach ein bisschen kleiner schneiden und die geben noch diesen nötigen Knack in der Sommerrolle. Und das Ganze braten wir dann an. Müssen nicht super fein werden, aber ein bisschen und runterfallen. Jetzt schälen wir noch unsere White Tiger Garnelen. Ich habe jetzt hier solche Garnelen. Man kann auch jede andere Variante von Garnelen verwenden. Garnelen. Und die schälen wir jetzt, schneiden sie klein und braten die vor unserem Gemüse in der Pfanne an. Die Sommerrollen habe ich übrigens gestern schon gemacht und zwar hatte ich da das perfekte Dinner. Also nicht das für Box, sondern ich mache das immer mit meiner Schwester und meiner Cousine zusammen. Und ja, da muss sich jeder immer so ein richtiges Menü einfallen lassen und in diesem Fall mussten wir uns jetzt ein Land oder einen Kontinent aussuchen. Bei mir war es Asien und dann gab es gleich mal zu dem heißen Wetter leckere Sommerrollen. Und ich glaube, sie sind ganz gut angekommen. Wir bewerten uns dann natürlich auch. Das Sesamöl, das machen wir in der Pfanne heiß. Zip. Und zu Fisch passt ja immer ganz gut Knoblauch. Deswegen hauen wir da einfach so eine ganze Zehe mit rein, damit es einfach nur so ein bisschen Geschmack abgibt. Und wenn die Garnelen schon fast ganz rosa sind, dann kommt unser Gemüse dazu. Ich hab's gesehen. Was? Das schwitzen wir jetzt nur ganz kurz mit an und wir würzen das noch mit ein klein wenig Limettensaft. Und Fischsoße. Knoblauch raus. Füllung raus. Ich habe jetzt hier schon mal Reisnudeln gekocht. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, ich habe schon mal eine Sommerbowl gemacht. Und das sind zwar andere Reisnudeln gewesen, aber das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche. Wichtig ist, dass die nicht zu weich werden. Also zwischendurch vielleicht mal eine probieren, ob sie auch noch ein bisschen Biss hat. Genau, die habe ich noch ganz bisschen klein geschnitten. Mit einer Schere gehe ich da einfach durch. Und die kommen auch dazu. Damit das Ganze noch so einen richtig leckeren Geschmack bekommt, habe ich jetzt hier noch gemörserte Erdnüsse. Die sind gesalzen und geröstet. Wir geben einfach die restliche halbe Limette noch ganz mit rein, damit die Nudeln auch noch schön Geschmack bekommen. Und ein kleiner Schuss Sojasauce schadet auch nicht. Ich zupfe jetzt hier noch ein bisschen Koriander. Den schnibbeln wir auch mit rein. Und dann rühren wir alles um und haben unsere Füllung schon fertig. Nee, wir müssen noch die Gurke schneiden, so kleine Stifte. Dann sind wir fertig. So, das rühren wir jetzt einmal um, damit es so ein bisschen durchziehen kann. Und während es zieht, schneiden wir unsere Gurke. Jetzt geht's ans Füllen. Wir haben hier unsere vorbereitete Füllung. Dann haben wir hier unsere geschnittenen Gurken. Und hier habe ich ganz verschiedene Kräuter. Das ist eben dieser Thai-Basilikum, Minze und
Melisse. Genau. Da kann man aber auch für andere Sachen noch verwenden. Also es gibt auch sowas wie Schwarznessel und sowas. Das ist auch total asiatisch. Das schmeckt total lecker. Das gab es leider nicht. Wenn wir unsere Sommerrollen jetzt gleich rollen, dann ist es manchmal so, wenn man die fertig gerollt hat, dass die kleben am Teller. Da gibt es eine Variante, dass man zum Beispiel Öl drauf geben kann. Bin ich kein Fan davon, weil es dann wirklich halt super ölig und schmierig wird und so glitschig. Das mag ich nicht so gern. Deswegen habe ich eine geile Variante gefunden. Und zwar nimmt man sich einfach Salatblätter. Ich habe jetzt hier so Mini-Romana-Salat. Die nimmt man sich, gewaschen, und legt die auf den Teller. Und auf das Salatblatt kommt dann die Sommerrolle und man kann das Ganze dann so essen, eintunken. Perfekt. Und es klebt nichts zusammen. Wer Romana-Salat nicht so gern mag, da habe ich dann hier einfach so eine Art Kopfsalat. Da kann man sich dann auch die Blätter nehmen und dann kann man sich das, ja, wie schneidet man das so? Einmal schneiden, auch hinlegen, genau, vielleicht einmal so. Also starten wir jetzt mit dem Rollen, indem wir jetzt ein Reispapier nehmen. Das muss man ungefähr 1 Minute im kalten Wasser einlegen. Also richtig eintauchen und kurz warten. Es ist verschwunden. Wo ist es hin? Noch ein kleiner Tipp. Am besten lässt sich es auf einem Geschirrtuch rollen. Also wir machen das feucht, dann legen wir das Reispapier oben drauf und dann kann man das perfekt rollen, weil am Brett oder auf der Arbeitsfläche bleibt es manchmal gern kleben oder du hast eine Wasserschlacht, wo du dann eine Wasserrolle am Schluss hast. Deswegen so ein Geschirrtuch, eine gute Idee. So. Okay, unser Reispapier ist fertig. So, das legen wir dann hier einmal drauf, breiten es aus. Und während das jetzt gerollt wird, können wir schon das nächste Reispapier einlegen. 2. 1 reicht. Ich würde einfach immer so ein bisschen Kräuter am Boden hinlegen. Am Boden. So. Dann haben wir hier unsere Füllung. Unsere Gurke. Und wer möchte, kann gerne noch ein Kräuterblatt drauflegen. Dann überschlagen wir das Ganze jetzt einmal komplett. Also, dann kommen die Seiten. Die andere Seite. Und dann zärtlich, aber mit ein bisschen Druck, das Ganze aufrollen. Fertig ist unsere erste Sommerrolle. Man kann das so platzieren, dass man das Blatt schön sieht. Dann schaut es ein bisschen hübscher aus. Und dann platzieren wir das auf unserem Salat und starten die nächste Rolle. Die letzte ist auch fertig. Und ich würde sagen, das kann sich sehen lassen. Und weil das Ganze ja so ein bisschen fad schmecken würde, brauchen wir noch eine geile, würzige Soße. Also einmal gegen den Küchenschrank hauen und umräumen für die Soße. Zu unseren Sommerrollen gibt es eine Fischsoße. Nicht abschrecken lassen, es schmeckt nicht nach Fisch oder sowas. Die Fischsoße ist halt einfach das Salz in dem Ganzen. Und man könnte natürlich auch eine Erdnusssoße dazu essen. Und die habe ich auch in den Sommerbowl-Video gemacht. Und die schmeckt auch sehr gut. Ist ein Dressing in dem Fall, aber als Dip auch total gut geeignet. Also für unsere Soße brauchen wir hier einmal Fischsoße, Chili, Limettensaft und Limettenabrieb, Wasser, Koriander, unsere Knoblauchzehe von vorhin und unseren Rohrzucker. Wir müssen jetzt einfach die Zutaten schneiden, auspressen, reiben, alles in eine Schüssel hauen, abschmecken und ja, das war's schon. Mehr muss man gar nicht machen. Also, je nachdem, Chili nach Schärfe verwenden. Die ist jetzt pikant, aber nicht so, dass es dir alle Geschmacksknospen weghaut, sondern einfach schön scharf ist. Unsere Knoblauchzehe Knoblauchzehe von vorhin schneiden wir auch klein. Dann ein bisschen die Koriander hacken. Das sieht doch schon schön aus. Wir benutzen jetzt noch ein bisschen unsere Limettenschale. Vorsichtig abreiben, sodass wir uns nicht wieder schneiden. Nur das Grüne, sonst wird's bitter. Er kann stehen. Okay. Sorry. Die pressen wir jetzt aus. Jetzt geben wir unseren Zucker dazu. Und unsere Fischsoße. Und verrühren das Ganze jetzt, bis der Zucker sich aufgelöst hat.
Ich würde jetzt sagen, so viel Wasser dazugeben, nach Belieben. Also vielleicht einmal kurz Finger rein, abschmecken. Schmeckt jetzt bei mir sehr salzig, logisch. Sojasauce, Fischsoße. Und jetzt kommt ein bisschen Wasser mit rein, um das Ganze einfach zu verdünnen. Dann können wir anrichten. So, probieren. Da fehlen schon 2, weil wir schon so gierig waren. So. Also ich. Genau, also einmal nehmen und hier eintauchen, wie ihr es schon gesehen habt gerade. Und abbeißen. Boah, endgeil. Also, ich liebe das ja. Wenn das so nach allem schmeckt einfach. Es ist eine richtige Geschmacksexplosion einfach im Mund. Und der Dip, der hat schon ein bisschen Pfeffer, Bums, was auch immer. Also, wer es nicht so scharf macht, macht einfach weniger Chili rein oder eine milde Chili. Aber ich würde sagen, das schmeckt einfach unfassbar gut. Und mit dem Salat kriegt man sogar von dem etwas flüssigen Dip, kriegt man auch mehr auf die Schaufel, sage ich jetzt mal, und kann sich so richtig reinsnacken. Ich würde sagen, das war richtig lecker. Ich empfehle es nachzumachen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ist es jetzt süß oder gruselig? Ich weiß nicht. Ich fand's süß.